Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal von AAS24. Heute in unserer Suzuki Jimny-Serie. Wir haben ja in diesem Fahrzeug bereits Frontlautsprecher installiert, ein mega geiles Multimedia-Radio mit Bildschirm. Und was liegt da nicht näher, als eine Rückfahrkamera nachträglich zu installieren. Wie genau das funktioniert, wie man die Verkleidungsteile wegbaut, wie man es anschließt und wie das danach richtig funktioniert, seht ihr in diesem Video. Bleibt dran! Fangen wir mit dem Entfernen der Heckschürze an, weil da müssen wir ja die Kamera montieren. So, hier sind zwei Clips mal drunter. Die sind super easy zum Entfernen. Hier hinten drin auch. Und dann machen wir diese ganzen Schrauben auf. Dann haben wir unterm Auto auch noch welche. Und zwar einmal hier drunter. Kommt überall super ran. Und jetzt haben wir da drüben noch eine. So, und ganz oben drinnen nochmal eine. Das gleiche auf der anderen Seite. Lassen wir mal nicht dran. So, und jetzt können wir das ganze Teil hier abnehmen. Das sind jetzt nochmal 5 Kreuzschlitzschrauben, die alle weg. Hier bloß entriegeln. Genau. So, und da können wir jetzt auch mal das ganze Baby hier ausstecken. Da. Für jeden, der das mit der Rückfahrkamera nachmachen mag, für den haben wir ein komplettes Set. Den Link dazu findet ihr natürlich unten im Videobeschreibungstext, wo alles drin ist, was ihr für die Installation der Rückfahrkamera braucht, in Verbindung mit dem Alpine Head Unit, mit der Multimedia-Einheit vorne drin. Also einmal ist die Kamera natürlich mit dabei, mit allen Kabeln, die ihr dazu braucht zum Verlegen von vorne nach hinten. Wir haben das Kabel mit dabei, um das Rückfahrkamerasignal abzugreifen und komplett zu verlegen. Wir haben euch ein Isolierband mit dabei, damit ihr das schön zusammenwickeln könnt. Wir haben die entsprechenden Verbinder dabei, um die Stromzufuhr vom originalen Radiokabel abzugreifen. Ein Lochblechstreifen, einen passenden, den ihr dann kürzen könnt, wie ihr den braucht. Und wir haben natürlich auch die Schräubchen dabei, um die Kamera auf das Lochblech zu machen. Und das Lochblech in die Stoßstange zu verschrauben sind die Schrauben dabei und dieser Silikonabgriff, damit es im Freien trotz Nässe keine Probleme macht. Die Kamera gehört jetzt in diesen Hohlraum rein. Dazu müssen wir natürlich diese Blechhalterung wegmachen, weil wir machen es anders rein. Von der Position aus können wir problemlos diese kleine Verkleidung wegbauen. So, und jetzt können wir das Ganze hier so ein bisschen rumkippen. Genau. So, und jetzt haben wir hier diese kleine Verriegelung. Und die können wir wegmachen. So, da haben wir nämlich jetzt richtig Platz für unsere Rückfahrkamera, die wir hier drauf bauen können. Können wir das Ganze wieder andersrum machen. So, das können wir nachher noch wegmachen. Und jetzt können wir auch schon wieder alle Schrauben reinmachen, weil jetzt haben wir Platz da unten für Rückfahrkamera. Unsere Rückfahrkamera, die muss jetzt hier installiert werden. Und zwar so, dass das Kenwood-Logo nach oben zeigt. Also das Ding muss nachher so drin sein. Genau, so. Und genau so machen wir jetzt natürlich auch unsere Verbindung auf ein kleines Lochbandstreifchen, das wir nachher jetzt alles schön verschrauben können. Von unten machen wir jetzt die Schraube durch. Schraubensicherungslack. So. Und jetzt können wir das natürlich anpassen.
können wir es da und da abschneiden. Also hier und bei denen. So, einmal durch. Das Ganze jetzt so montiert, dass das Kenwood-Logo zum Schluss nach oben zeigt. Und das können wir jetzt hier einsetzen und mit 2 Schrauben festmachen. So, fest. Jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal von vorne an. Können wir das nochmal ein bisschen nachjustieren. Jetzt brauchen wir noch von unserem Rückfahrlicht das Signal, damit wir praktisch beim Schalten in den Rückwärtsgang auch unser Bild auf dem Monitor wiedergeben können, automatisch. Und dazu gibt es hier hinten drin das braune Kabel, also ich zeige es von hier nochmal, das ist dieser Stecker, auf der Seite ein braunes, dünnes Kabel und hier ein rotes, dickes Kabel und da gehen wir jetzt mit dem Stromdieb drauf. Unseren Stromdieb, den quetschen wir gleich zusammen. Dieser Stromdieb, der hier dabei ist, der ist auch mit Silikon gedrängt, so dass wir hier eine wasserfeste Verbindung machen können. Ja. Und jetzt mit einer Kombizange zusammenquetschen. So, das war es eigentlich schon. So. Da kommt das Silikon schon ein bisschen raus. Gut, damit haben wir jetzt hier die Verbindung und können das zusammen mit unserem Kamerakabel jetzt bis zum Autoradio vorlegen. Und das Kamerakabel ist extra deswegen hier zweiteilig, damit man das in der Nasszelle nachher auch später abstecken könnte. Sollte man mal die Stoßstange wegmontieren wegen einem Unfall oder sonst was. Hier zum Abstecken, das heißt der Bereich hier muss hier verlegt werden. Also machen wir hier die Kabel entsprechend beieinander. So, was machen wir hier wieder? Eine 8. Um das ein bisschen kürzer zu fassen hier. So. Da das ja hier jetzt steckbar ist, müssen wir jetzt unser langes Kabel, was jetzt vom Autoradio bis zur Rückfahrkamera zur Stoßstange geht, verlegen. Und das können wir jetzt direkt im Auto machen und später die Stoßstange quasi nur noch anstecken und dran montieren. Ich habe die Rückfahrkamera-Signalleitung jetzt hier bereits mit an dem Kabel integriert und das müssen wir jetzt nach vorne legen und wir müssen hier einen Durchgang finden und den finden wir hier unten drunter und das machen wir jetzt mal ein bisschen auf hier. Das geht ganz einfach, das wird rausgeklippt. Und hier drunter, da müssen wir hin und da gibt es überall diese kleinen Clips, die sich super easy und entspannt entfernen lassen. Können wir den mal umlegen. Dann müssen wir nach vorne, ich glaube hinten habe ich schon alle gelöst jetzt. Genau, das ist alles schon locker. Das kann man alles ein bisschen wegtun. Und jetzt kann man hier das Ganze schon wegklippen. Und jetzt können wir hier weitermachen. Hier unten auch entriegeln, also einfach nur wegklippen. So. Und jetzt haben wir ja eigentlich auch schon alles in der Hand hier. Hier unten ist noch ein Clip, da langt es, wenn man unten reinfährt und das ganze Ding rauszieht. Fertig. Und jetzt haben wir eigentlich ja alles in der Hand und können die ganze Verkleidung wegmachen. So, schau, das ist auch alles nur gesteckt, geklippt. Das Kunststoffteil hier ein bisschen wegmachen. Und jetzt haben wir das ganze Teil hier in der Hand und können natürlich hier problemlos das Kabel hinten rumführen. Und hier haben wir auch die Steckmuffe, wo wir unser Kabel jetzt schön durchführen können. Hier sind wir direkt auch, glaube ich, schon im Freien. Und da ziehen wir unser Kabel jetzt durch. Hier machen wir einen kleinen Schnitt rein. So, das reicht dann schon.
Wie viel brauchen wir da? Darunter, daher, zum Anschließen reicht uns das. Und jetzt machen wir das Ganze hier wieder rein. So, jetzt sind wir unter der Stoßstange. Jetzt können wir die Muffe wieder einsetzen. Und ihr seht schon, was ich in der Hand habe, für alle, die jetzt sagen, jetzt ist doch nicht mehr dicht. Mit einem Stückchen Bitumenband ist das wieder dicht, wobei da sowieso kein Wasser dran kommt. So, also nicht mal gescheit von unten, außer der schwimmt mal und selbst dann kommt kein Wasser rein. Wie ist denn das bei euch? Würdet ihr so in so ein kleines Auto, ich meine, der Chimney ist wirklich relativ klein, eine Rückfahrkamera mit einbauen, damit auch wirklich nichts mehr passiert? Ich glaube, hier bei so einem Chimney gibt es zumindest mal Sinn, wenn man im Gelände ist und schauen will, ob da ein Baumstamm hinter einem direkt liegt, um die Situation besser einzuschätzen. Aber wie schaut es mit euch aus? Haut es mal in die Kommentare rein. Das würde mich echt mal interessieren, wer da von euch bereit ist, in welche Autos eine Rückfahrkamera einzubauen. Clips rein, fertig. Dann können wir unsere Steckerchen alle wieder dran machen. Alles wieder verklicken hier. Und jetzt können wir unsere Kamera mit anschließen. So, das war's. Und das machen wir jetzt nochmal schön hin, damit da nichts in der Gegend rumhängt. Und dann wird die einfach wieder dran montiert. Ansetzen. Dann müssen wir da rein. So. Sieht doch süß aus, die kleine Kamera. Und schön unauffällig. Wir haben jetzt alles wieder fertig montiert. Wir gehen jetzt vor ans Handschuhfach und verlegen da das Kabel bis zum Autoradio. Und da schließen wir natürlich dran auch an und das zeige ich euch alles. Jetzt fehlt uns noch diese kleine Verkleidung. Die ist da hinten drin eingeschraubt mit so einer Plastikkappe. Ganz unspektakulär. Und damit können wir jetzt unser Kabel noch vollends bis da runterlegen. Und dann sind wir ja schon hier drin. So, sind wir hier. Und jetzt schauen wir mal, wie wir da durchkommen. Schau mal, hier können wir alles, siehst du das, wie man da durchlangen kann. Krass, bei dem Fahrzeug ist es wirklich easy. Das heißt, wir können jetzt unser Kabel hier oben durchlegen. Den Deckel können wir wieder drauf machen. Ansetzen. So, und genau darum geht es jetzt, dass wir das Kabel darum legen und wieder festmachen. Das war's. Und jetzt gehen wir da hinten weiter. Jetzt können wir wieder hinterm Handschuhfach das Kabel umgreifen. So. Und gleich nach oben weiterziehen. So, dann können wir nämlich durchlangen. Einfacher wie bei dem Auto. Jetzt glaub nie mehr. Wer sich jetzt fragt, wie hat er denn da gerade eben das Radio rausgemacht? Bei mir schaut es anders aus. Ja, nein, wir haben ja schon einen ganzen Teil über das gemacht, wie wir das Radio einbauen, was wir da dran hier alles anschließen. Und wir brauchen jetzt nur noch unser gelbes Kamerakabel bei der Kamera bei unserem Autoradio anschließen. Und wir brauchen die Stromversorgung. Jetzt habe ich hier gleich einen Kuddelmuddel, das muss man gleich wieder wegbinden, damit das schöner wird. Wir haben jetzt hier das Plus und das Minus von der Kamera. Das Minus gehen wir direkt auf ein Minus von unserem Kabelstrang vom Fahrzeug her. Hier haben wir ein Minus, das können wir gleich hier mit drauf machen. Das machen wir am besten gleich. Und da machen wir eine Öse drauf. So, weil jetzt können wir auf unserem Massekabel das Gegenstück drauf machen. So, dann haben wir Masse dran. Und jetzt haben wir ja noch unsere Schaltleitung, was mit dem Autoradio von Rückwärtsgangsignal verlegt werden muss. Andere Fahrzeuge haben auch einen CAN-Bus, da kommt auch so ein Reverse hier mit raus. Man braucht es dann praktisch nicht hinten am Rückfahrsignal abgreifen. In dem Fahrzeug haben wir aber keinen so einen CAN-Bus, wo das entsprechend steuert, sondern wir haben es ja jetzt manuell, ganz analog an der Lampe abgegriffen und haben da jetzt unser Signal drauf, das letzten Endes auch genau mit dem Plus von unserer Kamera verbunden wird hier vorne. Dass wir die zusammen machen können, das ist nämlich gleich die Stromversorgung, das Plus von unserer Kamera.
In dem Moment, wo ich einen Rückwärtsgang reinmache, hat das Rückfahrkamera ja Strom und unsere Kamera schaltet in dem Fall auch an. Und wir haben hier an unserem Autoradio noch ein Kabel, das nennt sich Reverse. Ja? Das ist ein lila, jetzt bin ich ja selber farbenblind, ein weiß-orangenes Kabel. Das haben wir in dem Teil beim Einbau vom Autoradio einfach mal weggebunden, weil wir schon wussten, da kommt ja irgendwann mal noch die Kamera dran. Da machen wir auch Quetschverbindung drauf und können jetzt alles zusammenführen. Und dann können wir ja gleich mal einen Check machen, bevor wir jetzt alles wieder schön verkabeln, aufräumen und die Kabel hier rein sortieren. Checken wir mal, ob überhaupt alles funktioniert. So, dann brauchen wir einmal einen Bildschirm, dass wir auch alles sehen. Jawohl, so rum. Können wir da herlegen, oder? Jawohl. Und dann machen wir mal die Zündung an. Wenn ihr jetzt einen Rückwärtsgang einlegt, müsst ihr das umschalten. Schaltet nicht. Verdammt. Was haben wir jetzt gemacht? Haben wir jetzt irgendwas falsch angeschlossen? Nein, da fällt mir ein, es gibt im Menü einen Punkt. Den müssen wir auch erstmal auswählen. Hier bei Einstellungen. Und da gibt es die Kamera. Wo ist die Kamera? Ganzen Haufen Zeug. Hier die Kamera. Und da haben wir die Kameraauswahl, steht noch auf Off. Und wir müssen die als Rear definieren. Da ist sie schon! Da ist sie! Parken. So, weg. Also normaler Bildschirm. Und jetzt Rückwärtskamera an. So, Rückwärtsgang rein. Und da ist sie, da ist sie. Ich mache euch ein schönes Bild von mir. Hallo, hallo. So schaut's aus. Es funktioniert. Jetzt tun wir nur die Kabel alle richtig schön zusammenbinden, damit es ordnungsgemäß ausschaut. Und dann zeige ich euch noch ein paar hübsche Bilder, wenn alles wieder fix und fertig eingebaut ist. So Leute, ist ja Sommer, deswegen haben wir jetzt gerade noch Eis rauslassen, ein verdientes. Und in den Kameraeinstellungen kann man auch die Linienführung ausmachen und einschalten, sodass wir praktisch gar keine Linie mehr haben. Und das war es ja jetzt eigentlich. Und jetzt ist es doch cool. Rückwärtsgang, rein, bam. Da steht jetzt die Haxen von Moritz. Ja, aber es scheint zu funktionieren. Ja? Und zwar ganz genau bis ins Nummernschild, sie jetzt, wo jemand steht, an der Anhängerkupplung oder sonst was. Ich finde es jetzt mega. So, das war's. Im Teil der Rückfahrkamera. Ich wünsche mir, dass ihr euch die anderen Teile natürlich auch gerne mal anguckt, weil da ging es schließlich ums Autoradio, es ging um neue Lautsprecher im Chimney. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video sicherlich wieder. Und das wäre natürlich cool, wenn ihr keins mehr verpassen möchtet, den Abo-Knopf zu drücken und natürlich die Glocke zu klicken. Bis bald, euer Olli.